So, wir haben 17. August, 11 Uhr. Wir hatten jetzt ja Regen. Ich weiß nicht, ob wir eine neue Folge draus gemacht haben oder ob die Folge jetzt weitergeht. Von daher, also ansonsten herzlich willkommen. Wir haben heute Donnerstag, den 17. sozusagen. Also ich komme jetzt hier an. Ich habe Maschine getankt. Auspusten habe ich jetzt sein lassen, weil das war jetzt letztens nach dem Regen. Da habe ich nicht mehr gepustet. Und die Maschine ist so ganz gut. Ich habe jetzt einen neuen Luftfilter gekauft für oben. Ja, der war schon, habe den täglich sauber gemacht und der hat aber nicht mehr den ganzen Tag gereicht, weil er halt so nachher irgendwann so eine Grundsättigung an Staub hat. Deswegen hat er jetzt eine neue. So, da fangen wir jetzt an. Jetzt schalte ich hier das Aggregat an. Jetzt habe ich meinen Variator abgeschmiert. Jetzt mache ich hier OK. Jetzt sagt er hier, bleiben Sie sitzen. Angehobenes Schneidwerk sollen wir machen und wir sollen den Dings anschalten, das Schneidwerk. Jetzt sagen wir wieder OK. So, das machen wir täglich. Es ist sozusagen der Variator. Das ist ja im Prinzip der die Drehzahl des Rotors verstellt. Und das ist der einzige Punkt, den man hier wirklich täglich abschmiert. Man sagt alle 10 Stunden, also alle 10 Rotorstunden. Aber wenn wir 12 oder 14 fahren, man muss jetzt nicht zwischendurch schmieren, aber man hält ihn schon dauerhaft unter Fett. So, jetzt fährt er halt sozusagen einmal auf ganz schnell den Rotor, einmal auf ganz langsam und fährt dann wieder in die Mitte zurück. Ja, und dann sagt er hier, wird sich jetzt im Minimalbereich bewegt, kann einige Minuten dauern. Und das macht er jetzt. Und dann fahren wir jetzt hier einmal durch. Ich nehme jetzt hier eine Probe. Er meint, er war um 10:39 Uhr ungefähr hier, da war nur 18%. Und deswegen probieren wir. Gestern ging hier gar nichts. Gestern habe ich um 3 Uhr Rasen gemäht. Leute, es hat nachts davor geregnet und die Räder von meinem kleinen Rasenmäher waren immer noch nass. So, jetzt steht hier, wird jetzt im Maximalbereich bewegt. Man hört das auch. Jetzt der Rotor wird richtig schnell. Also das mache ich sozusagen immer morgens. Beim ersten Mal anhängen kann man auch auf dem Hof machen, wenn man abends abgeschmiert hat. Kann man natürlich sich überlegen, ob man da Terror machen will oder nicht. Und dann geht es auch schon los. Dann sagt er eigentlich gleich, Verfahren fährt zurück. Ja. Funktionale Komponenten werden auf vorige Position zurückgesetzt. Und dann geht die Fahrt ab. AdBlue habe ich heute Morgen nicht getankt, das haben die hier nicht vor Ort, aber da kann ich auch 2 Tage mitfahren. So, wenn Dreschwerk ausschalten, dann können wir eigentlich hier, okay, auf Hauptbildschirme gehen und machen wir hier den Autopilot rein. Lassen uns mal gerade in die Spur lenken. Die haben heute Morgen die Spurrillen mal ein bisschen zugemacht. Die waren auch sehr derbe, muss man sagen. Also die Spurrillen, wie doll sollen die sein? Ja. So, weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe letztes Mal die Spur hier versetzt. Der speichert die natürlich nicht in der letzten Position, sondern in der davor gefahrenen Position. So, Angleichung, Set. Okay, jetzt haben wir die Spurrille, die Spur hier auf meine Position verschoben. So, jetzt fahren wir mal hier, ich denke mal bis oben zum Berg und gucken uns gleich mal an, wo die Feuchtigkeit liegt. Also er wird das jetzt da durchführen. Ich denke, das wird jetzt auch nach oben gehen, weil das der Rest jetzt sozusagen aus dem Drescher, aus dem Elevator, das mischt sich in erster Linie erstmal ein bisschen. Oh, jetzt kommt hier eine Spurrille. Also hier Gärreste wurden hier relativ früh gefahren oder wurden im Frühjahr gefahren und seht ihr ja selber, das hat sich nicht gut durchgetrocknet oder war noch nicht richtig trocken, aber war dieses Jahr eine ganz schwere Bedingung für Gärreste fahren, muss man ja so oder so sagen. So, fällt gut rein das Getreide, ihr seht es selber, wir brauchen eigentlich kaum mit Haspel fahren. Ja, also für den Kollegen, der letztens meinte, ich schaffe nur so viel Hektar, weil ich ja mit der Haspel schon vorher alles ausdresche, Grüße gehen raus. Es fällt auch selber rein, aber wenn man natürlich schwierige Bedingungen hat, dann muss man auch mit der Haspel ein bisschen nachhelfen. So, wir fahren mal ein bisschen weiter auf den Berg hoch. Also laut meinem Drescher sind es 15,6. Stroh staubt noch gar nicht. Aber ich muss dann einen kleinen Moment warten. Ich würde dann auch erst Scheiben putzen, um ehrlich zu sein.
dieses Zeug zum Beispiel. Das ist so halbliegend. Das fällt ganz blöd in den Drescher rein. Da muss man immer minimal nachhelfen mit der Haspel. Ja, drischt auch schon gut. Also Stroh ist auch schon trocken von den Tonnen her. Also man sieht das immer, wenn wir über 40 Tonnen pro Stunde schaffen, dann sieht das sehr gut aus. Wenn wir jetzt hier vorne im Rotor gucken, oh ja, es lässt sich sehr, sehr gut abscheiden hier. Wenn das jetzt schlechter sich abscheiden würde, dann wäre sozusagen hier der vordere Bereich rot im Rotor. Ja, aber man sieht das hier, ja. Also das heißt, wenn das trocken ist, das Stroh, dann geht es sehr gut von der Ähre weg. Und dann haben wir hier minimale Verluste. Wie gesagt, dieser Strich ist ein halber Prozent, hier der Strich ist ein halber Prozent. Das ist die Verunreinigung und das ist der Nachdrescher. Und das ist der Bruchkornanteil. So. Gucken wir noch auf Druschinfo 16,3. Jetzt haben wir hier, jetzt wieder ein bisschen dicker, ja. 16,2, 16,3. Können wir auch gleich mal hier die Scheibe ein bisschen putzen, wenn es soweit ist. Aber es sieht sehr gut aus, schön sauber. Ja, und dann kann ich telefonieren. Jetzt ist 16,4. Unten hatten wir 15,6. Also dann denke ich mal, ja, der Betrieb hat gesagt, ab 16% können wir dreschen. Und das denke ich mal, sollte seinen Gang gehen. Ich würde jetzt den gleich anrufen, noch ein paar Meter hier fahren. Übrigens, Leute, da vorne, seht ihr das? Da ist das Wasser. Da das Blaue im Hintergrund, ich hoffe, man sieht's. Da ist das Wasser und da können wir baden, wenn wir wollten. Aber schön hier. Schön, 16,3. Sieht gut aus. Mal gucken, wenn wir jetzt hier ins Lager fahren. Aber das heißt Lager. Das ist kein Lager, aber ins leicht geknickte. Ja. Gut. Ja, dann mache ich mal aus, dann putze ich jetzt die Scheiben, rufe den Betriebsleiter an und dann kommt auch gleich Transport und dann geht das los. So machen wir das, Leute. Bis dann erstmal. So, Freunde der landwirtschaftlichen Unterhaltung. Wir wollen, Leute, ich habe gestern ganz vergessen zu vloggen. Warum hält der nicht? Ist der kaputt? Ich habe gestern ganz vergessen zu vloggen. Wir haben den Weizen da gestern abgedroschen, sind dann hierher zu dem Roggen, den ihr hier seht, die 7 Hektar, glaube ich, waren das. Und mussten dann anhalten. Wir hatten um 20 Uhr schon 17%. Jetzt haben wir schon, ja, fast 16 Uhr, es ist 15:40 Uhr, ich war den ganzen Tag heute zu Hause. Das sind die schlimmsten Tage in der Landwirtschaft beim Dreschen, wenn du einfach nicht loskommst. Also heute Nacht war hier ein bisschen Nieselregen, dann war ultra viel Tau. Und jetzt können wir endlich los, aber es ist auch noch klamm. Also wir hatten jetzt eben 15,8, der Betrieb drischt ab 16%. Und gerade so ist es trocken genug. Ihr seht selber, der Roggen bringt auch super viel Unterwuchs inzwischen schon mit. Also es ist schon sehr doll hier inzwischen ausgegrünt. Das bringt natürlich auch Feuchtigkeit mit rein. 1-2%, machen wir uns nichts vor, sind da auch noch mit am Start. So, dann wollen wir mal hier weitermachen. Es steht sehr dünn, der Roggen, muss man sagen. Also hier um die 4 Tonnen. Sehr sandiger Boden soll hier sein. So. Und dann gucken wir mal, dass das hier vernünftig reinfällt. Man hat natürlich, muss man ehrlich sagen, durch diesen grünen Unterwuchs ist es natürlich wieder, sobald der Unterwuchs und Gras döller wird, ist es wieder, dann stockt das so dermaßen auf den Tisch. Da muss jeder mit mehr Haspeleinsatz haben. Also dieses Jahr habe ich ganz wenig Bestände wirklich erlebt, die wirklich schön in den Drescher reinrutschen. Meistens stockt das dann doch irgendwo auf den Tisch, gerade mit euren Tipps, denn ja, dann macht den Tisch lang und fahr ohne Haspel, ist es am fürchterlichsten. Also ich muss ja ehrlich sagen, Leute, ich sitze hier nicht drinne und fahre den ganzen Tag mit einer Einstellung, sondern ich mache mir schon eine Platte. Aber wenn nicht rutscht, rutscht nicht. Und teilweise das Schlimmste sind dieses Jahr diese drehenden Bestände gewesen, die so im halben Lager, aber in allen Richtungen immer hin und her drehen. Wie widerspenstig die dieses Jahr reingehen, das ist unfassbar. So.
Also ihr seht selber, grüner Unterwuchs. Und Stand jetzt habe ich hier auf Usedom jetzt 70 Hektar weg. Wenn das jetzt hier runter sind, dann haben wir schon mal 80 runter und dann ist auch hier bald Schluss. Also parallel fährt ja noch ein anderer Lohnunternehmer mit, sozusagen auf den anderen Enden der Flächen hier, also auf anderen Flächen. Und ich habe das jetzt auch so abgesprochen, morgen fahren wir noch einen ganzen Tag mit und dann können maximal noch irgendwie 5, 6 Hektar oder so übrig bleiben hier. Und dann würde ich dann nach Hause umsetzen, dass ich Sonntag bei mir zu Hause dresche, mich um meinen Raps kümmere, um restlichen Weizen, wo wir komplett nur A- und B-Qualitäten geliefert haben. Was natürlich hervorragend ist, der Abschlag dieses Jahr ist ungefähr gerade bei 40 bis 50 Euro pro Tonne, was wir bei Futter verlieren würden. Und da kommen wir auch zu einem Punkt. Die Leute fragen immer, ja, mit Verlusten und der fährt er so schnell und der ballert da durch und man muss sagen, dieses Jahr gibt es ganz andere Gesichtspunkte. Also dieses Jahr ist wirklich, holt das Getreide runter, trocken, so schnell es geht. Ja? Einfach mal ein Beispiel. Also wir dreschen 10 Hektar mehr am Tag, weil wir wirklich am Limit fahren von den Maschinen und sparen davor 30 Euro Trocknungskosten pro Tonne. Ja, weil wir ja nicht wissen, wie die nächsten Tage das Wetter wird. Im Durchschnitt haben die hier alle 7 Tonnen Weizen geerntet, die wir jetzt befahren haben. Dann sind das 200 Euro. 200 Euro pro Hektar wären 2000 Euro, den wir dem Betrieb dann sozusagen vor Trocknungskosten sparen. Was haben wir da im Gegenteil? Also im Gegenteil, wir fahren hier die meiste Zeit bei 1% Verlust. Wenn wir 2% fahren würden, man muss sagen, 2% ist mit einem Mähdrescher schon eine krasse Hürde, das muss man erstmal hinkriegen mit einem guten Mähdrescher. Gibt auch Wege, die machen das ohne Probleme. Ich erinnere nochmal an den Schwarzen letztes Jahr. Aber wenn wir 1%, angenommen wir fahren 1% mehr Verluste auf 2%, was wirklich, wirklich viel wäre, dann haben wir ungefähr 20 Euro pro Hektar mehr Verlust. Wären am 50 Hektar, die wir am Tag machen, wären das 1000 Euro mehr Verluste, aber hätten 2000 Euro gespart. Noch krasser ist, wenn wir das in Qualitäten umrechnen, wenn wir einfach die 50 Euro Abschlag mitnehmen, weil wir hier noch Brotqualitäten haben und dann kommt eine Schlechtwetterperiode, ne? Und dann ist man da wieder im Verzug und fällt nachher in seinen Qualitäten runter und dann sind es ja schnell 10.000, 20.000 Euro, die die Betriebe verlieren. Das heißt, dieses Jahr ist gar nicht so der Gesichtspunkt minimale Verluste, Qualität, sondern dieses Jahr, Leute, ist wirklich, holt das runter, ohne dass es ausgrünt, einigermaßen noch vernünftig und fertig. Also, weil viele dann geschrieben haben, ja, und Qualitäten und dann wird so rübergefahren. Und ich meine, die Verluste haben wir trotzdem in sehr geringen Bereich gefahren, muss man trotzdem sagen. Also das war nicht viel. Ich kenne ja hier meine Einstellung. Ich habe das ja zu Hause ausgiebig mit dem Schalen durchbeprobt und weiß, wann, wo, welche Sensoreinstellung was anzeigt. Und dann ist der nächste Punkt, haben viele gefragt, wie ist denn, da gibt es ja so ein Pflichtenheft für Lohnunternehmer, woran sie halten sich müssen. Man muss sagen, in der Landwirtschaft herrscht ganz viel noch Handschlag. Das heißt, er sagt zu dir, mäh tiefer, dann mähst du tiefer. Fahr langsamer, fährst du langsamer. Dresch sauberer, drischst du sauberer. Ja? Wenn du das alles nicht machst, Leute, Landwirtschaft, das ist alles ein kleines Dorf. Da brauchst du die nächsten Jahre nirgendwo mehr Fuß fassen und nirgendwo mehr hinfahren mit deiner Technik. Aber ganz im Gegenteil, wir haben mit ziemlich guter Qualität überzeugt, sodass viele, bei denen wir waren, jetzt schon für nächstes Jahr gefragt haben, ob wir nächstes Jahr wiederkommen würden. Weil wir halt pünktlich waren, zuverlässig waren und wenn wir gesagt haben, wir kommen morgen mit dem Drescher, waren wir auch morgen mit dem Drescher da. Das ist wichtig. So, dann haben wir halt morgens angefangen. Wenn wir morgens anfangen konnten, kamen nicht irgendwie zu spät und haben abends so lange gedroschen, wie es einfach nur ging. Ja, und wie der Betrieb das einfach wollte und mitgemacht hat. Und das muss man ja auch sagen. Letztendlich hat der Betrieb immer noch mal immer das Schlusswort. Wir fahren hier nicht auf Teufel komm raus los, sondern der Betrieb sagt, es ist trocken, dann fahren wir los. Zwischendurch sollte es nasser werden, sagen wir dem Betrieb Bescheid. Ab einer bestimmten Grenze sagen wir Bescheid, es ist nasser geworden. Dann entscheidet der Betrieb, ob wir weiterfahren oder ob wir nicht weiterfahren. Auch morgens, wenn wir anfangen, wir können anfangen, wir sagen, komm, wir fahren um 9 Uhr mal los. Dann fahren wir um 9 Uhr los, wie letztens mit dem Hafer. Da habe ich angerufen und habe gesagt, der Hafer hat 16%. 15 bis 16, glaube ich, war es sogar.
Und dann hat der Betrieb gesagt, ist okay, fahren wir los. Ja? Also hier wird nicht auf Teufel komm los gefahren, sondern man muss wirklich schon überzeugen. Das warst du hier das letzte Mal und das wollen wir auch nicht. Landwirtschaft ist ein Dorf, das spricht sich alles rum. Hier in MacPom hat man große Aufträge, aber dafür wenig. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die meisten Leute zu verstehen, wie das alles so funktioniert. Dann ist natürlich wichtig zu verstehen, dass gerade bei den kleinen Beständen das super schwierig ist, dass sie überhaupt ins Schneidwerk rutschen. Also teilweise waren die Bestände so klein, dass wir gerade mal die Ähren oder die Rispen beim Hafer abgeschnitten haben. Und dann brauchen wir auch Drehzahl an der Haspel, damit das überhaupt reinrutscht. Ja? Sonst bleibt das einfach auf dem Tisch liegen oder fällt wieder weg. Das hast du bei kleinen Beständen ganz oft. Ich glaube, das kennen teilweise einige Standorte in Deutschland nicht, mit ihren fetten Böden, dass man halt so kleine und dünne Bestände hat, dass sie einfach ohne Haspeleinsatz immer wieder runterfallen vom Schneidwerk. Da sehen wir mal hier, wir haben einen Roggen, der hier vielleicht 30 cm groß ist und seht ihr das da? Ja, wenn ich angenommen, ich nehme das jetzt hier rauf, seht ihr das? Wie das da einfach liegen bleibt und sich stockt und dann bleibt da auch so ein Haufen liegen und dann kippen die alle vom Schneidwerk runter. Deswegen ist es manchmal blöd, dass das nach so viel Haspeleinsatz aussieht, aber es geht nun mal nicht anders. So. Ich versuche jetzt hier auch ein bisschen zu höher zu mähen, weil das ganze Grüne bringt natürlich unfassbar viel Feuchtigkeit mit. Ja, hier ist ja so ein richtiger Grasbestand unten drunter. Das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Wenn wir das Ganze durch den Drescher schieben, ist das A, nicht ganz so geil für den Drescher und B, nehmen wir dann so viel Feuchtigkeit mit, dass wir dann 1-2% tatsächlich uns mehr Feuchtigkeit reinholen, sodass wir letztendlich auch wirklich Trocknungskosten hier sparen wollen. Ist zwar nicht mein Betrieb, ja, aber wenn man sich halt über sowas auch Gedanken macht für den Betrieb, dann weiß er das letztendlich zu schätzen. Wenn er sagt, Meister, warum hat Meister hören? Du sagst, naja, ich will das ganze Grüne nicht durchziehen, dann wird er zu feucht. Dann weiß er auch Bescheid. Aber in der Regel wissen die ganzen Betriebe das selber Bescheid. Das sind keine doofen Menschen, die große Betriebe hier leiten. Das könnt ihr glauben. Die haben alle einen Plan. Und die können alle das auch einschätzen und haben auch alle eigentlich ein gutes Auge. Das heißt, wenn die auf den Boden gucken und sehen die Körner, wissen die auch ungefähr, wie viel Verlust das ist. So. Dann war es zum Beispiel, interessant war auch auf dem Betrieb, wo wir mit den 3 Dreschern waren. Da war die Logistik natürlich ein Wahnsinnsobjekt da am Tag zu stemmen für den Betrieb. Da waren ja wahnsinnig viele Traktoren im Einsatz, auch der Überladewagen. Und der hatte so dermaßen zu tun, uns überhaupt in Gang zu halten. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, das waren 80 Hektar Stück. Ja, der hatte schon 1-2 Kilometer überhaupt über den Acker zu fahren, bis er überhaupt bei den LKWs ankommt. Wie viel Fahrtweg und Transportweg das alleine schon ausmacht. Und dann ist es natürlich so, ja natürlich fährt er dann auch mal schräg über Schwatt, was viele dann gleich wieder bemängeln, da blutet ihm das Auge und was nicht alles. Letztendlich muss man gucken, unter welchen Aspekten dieses Jahr die Ernte eingebracht wird. Und dieses Jahr ist die Ernte Hauptsache runter, so schnell wie runter, nicht noch wieder die nächste Regenzeit mitnehmen, nicht noch, dass es jetzt auskeimt, noch sind die Qualitäten in Ordnung, noch ist es nicht ausgekeimt, versteht ihr? Das ist dieses Jahr der Gesichtspunkt. Und das muss man auch ein bisschen verstehen. Und es stockt natürlich auch ansonsten komplett hinten dran. Der Raps muss ja auch jetzt rein. Das heißt, da wird es ja auch stocken. Je später der reinkommt, desto weniger wird da geerntet. Das ist ja der nächste Punkt. Ja? Das Ganze kommt dann hinten ran und staut sich nach hinten ran auf. Auch nicht geil. Deswegen, das sind Riesenkosten, die dann in der Folge entstehen. Und da sind die 5 Euro mehr oder weniger Verlust auf dem Hektar, die wir dann haben, durch mehr Verluste, wenn wir an höheren Leistungen fahren, gar nicht so relevant, sondern da sind Kosten in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Ich glaube, das war nochmal wichtig zu verstehen. Und ansonsten haben viele auch gesagt, ob ich nochmal bei der Straße das mitfilmen kann. Also ihr könnt gerne mal gucken auf Twitch.
sind die ganzen VODs, heißen ja Video on Demand, sind die ganzen noch live von den ganzen Livestreams. Ich habe ja auch umgesetzt auf den Straßen noch ein bisschen weiter. Lisi war Begleitfahrzeug und da könnt ihr euch das Ganze dann noch angucken, wie das sozusagen aussieht. Weil ich sag mal, die ganze Zeit da euch mit reinzunehmen, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen langweilig gefühlt, wie wir einfach über die Straße fahren, ja. So, freue ich mich aber auch bald, dass wir irgendwann wieder zu Hause sind. Ich meine, momentan schlafe ich wenigstens zu Hause. Ich bin kein Mensch, der gerne von zu Hause weg ist. Ich habe damit kein Problem, viel zu arbeiten, aber ich mag dann doch gerne irgendwie mal nachts zu Hause zu bleiben. Einfach nicht, weil ich gerne zu Hause schlafe, sondern einfach, weil ich gerne bei meiner Familie bin. Weil ich gern halt bei meinem kleinen Sohn bin und so. Und deswegen auch Respekt an alle, die Loner ewig immer auswärts sind. Häufig sind es ja meistens junge Männer ohne Familie. Mit Familie, die gehen ja meistens in die Landwirtschaftsbetriebe, die werden ja immer ein bisschen sesshaft. So. Sind wir hier einmal rum? 10 Hektar sollen das hier sein? Was ein bisschen nervig teilweise ist, hier die Fahrgassen sind sehr doll ausgefahren aus dem Frühjahr. Das stellt uns da wirklich vor eine kleine Herausforderung. Und so wie es aussieht, ist es wahrscheinlich nur das Stück, was wir heute hier erstmal dreschen. Aber ab ist ab, Leute. Was weg ist, ist weg. Und dann müssen wir nächste Woche uns ein bisschen noch ums Striptill kümmern. Und dann kommt auch schon die Rapsaussaat. Ich wollte jetzt, Sonntag soll vielleicht ein bisschen Regen kommen. Da werde ich mal wahrscheinlich nachts los und schon mal die Flächen einmal vorbehandeln, wo der Raps hinkommt. Da ist jetzt die Melde ausgegrünt, Ausfallgetreide ist da und wir haben ja bei den Erbsen noch ein bisschen Quecken. Das soll ja sozusagen dann mit wegbehandelt werden und dann schauen wir mal, was wird, ne? Dann habe ich jetzt die Tage noch leider eine Veranstaltung absagen müssen. Die Holland hat ja eingeladen, die neuen Drescher zu fahren. Ich meine, wir haben ja einen gefahren und wir haben sogar eine Generation Neujahr gefahren. Aber trotzdem sind so eine Veranstaltung eigentlich ganz nett, weil ich freue mich dann auch immer auf die Leute, die man da die ganze Zeit sieht und mit denen man sich nett unterhalten kann und austauschen kann. Von daher ein bisschen schade, aber Ernte geht vor, Betrieb geht vor. Nach wie vor, immer noch. Das wird auch immer so bleiben, Leute. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns nachher gleich wieder. Aber ich kann euch ja auch ein bisschen länger mitnehmen, ne? Hier seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier ist eine sehr, sehr ausgefahrene Fahrgasse. Kommen da teilweise gar nicht rüber, weil da schon der Erdwall rausguckt. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Ja, ein bisschen Erde fressen ist gar nicht so geil. Und wie man auch sieht, der Boden ist hier super hell. Das ist richtig sandig, wo wir hier sind. Mehr Strand gibt nur an der Ostsee und die ist noch nicht mal weit weg. So hier, Leute. Musik leise. Arm einklappen. Vorletzte Bahn. Hier habt ihr wieder die geilen Spuren. Seht ihr das? Ich komme kaum unten an, um die Pflanzen aufzunehmen, weil hier so krass die Spuren ausgefahren sind. Also seht ihr, da bin ich ziemlich tief und flach drauf. Das macht sie natürlich sehr bescheiden, sowas. Also hier ist gleich Schluss. Ich habe das Stück hier gleich ab mit den Roggen. Und was soll ich euch sagen? Es trocknet einfach nicht. Ich habe immer noch zwischen 16 und 17%. Es
Wird einfach nicht besser. Die 10 Hektar hier, die sind gleich ab. Ich habe jetzt 2 Stunden dafür gebraucht und fahre jetzt zum Hof tanken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und im nächsten Video wieder. Und morgen soll hier eigentlich alles zu Ende sein. Und dann würden wir morgen Abend nach Hause umsetzen. Nach Hause, nach Hause, nach Hause. Ballern, Leute. Leute, ich muss auch sagen, ein bisschen Spaß macht das hier auch, den ganzen Kram. Weil das mit Ballern hat sich so durchgesetzt hier bei allen im Stream. Und selbst die Traktoristen kommen hier schon an und sagen, Hannes, ballern. Weil die es einfach aus den Videos und aus den Streams mitbekommen haben. Das ist schon ganz witzig, das ist wie Jans Storno. Wenn er abbricht, weil Regen kommt. Storno hat sich auch sehr durchgesetzt, Leute. Seht ihr da? Hier, da muss man so aufpassen. Da kannst du so viel Erde fressen. Bei den Fahrgassen. Seht ihr das? Die sind fast 40 cm ausgefahren. Das sieht man von uns hier oben sieht man das nicht so richtig. Also ich glaube, die GoPro kriegt das nicht so richtig hin. Wie hoch die ausgefahren sind. Leute, Leute, Leute. So, ich sag, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann bleibt geschmeidig. Hektar, Hektar, Hektar. Qualität. Qualität ist auch mal ganz wichtig. Man darf nicht nur Hektar sagen, Leute. Man darf nicht nur Hektar sagen. Man muss auch Qualität sagen, sonst kommen wieder die Leute und sagen, ja, Hauptsache schaffen, aber auf Verluste und Fläche guckt er gar nicht. Nee, Qualität, Qualität, Qualität. Und dann werden wir irgendwann fertig. Leute, bis dann. Haut rein.